Versteckt in den Wäldern der Eifel, in Vulkanerde gebettet, von Menschenhand geschaffen, liegt die legendärste und gefährlichste Rennstrecke der Welt, die Nürburgring-Nordschleife. Seit 80 Jahren kämpfen Ritter in Uniformen aus Leder und Leinen auf ihren Rössern aus Blech und Stahl hier um ihre Pokale und das Recht des Schnelleren. 20,83 Kilometer lang, 73 Kurven und 290 Meter Höhenunterschied. Hierher pilgern PS-Junkies wie Moslems nach Mekka. Auf diesem Männerspielplatz ist Erfolg noch das Ergebnis harter Arbeit, aufrichtig und ehrlich. Ein Mythos made in Germany. Doch fern im Osten, im Land der Bürobienen und Konsolenkultur, rüsten sich die Nissanoiden zum Angriff auf das deutsche PS-Establishment. Auf fremdem Grund und Boden greifen sie nach der Krone des Sportwagenbaus, dem Rekord auf der Nürburgring-Nordschleife. Ihre Waffe, der neue Nissan GT-R. April 2009. Nissans Cheftester Toshio Suzuki fährt im 2010er Modell des GT-R die Fabelzeit von 7 Minuten 27. Der Porsche GT2 braucht 6 Sekunden länger. Zuffenhausen bebt. Jetzt meinen die Freunde aus Japan, die normalerweise ein Tamagotchi bedienen, sie wollen uns hier die Rundenzeit auf der Nordschleife streitig machen. 7,27 soll der Nissan GT-R gefahren sein. Godzilla oder Tamagotchi? Heute wird abgerechnet. Der Vergleich. Zweimal Biturbo, einmal Boxer, einmal V6. Wie schlägt sich der Nissan GT-R gegen seinen Erzrivalen Porsche Turbo? Ja, schön gut vom Start weggekommen. Den machen wir schön platt, den Apparat. Jawohl. Fit für die Nordschleife. Vor der ersten Ausfahrt legen die Ringspezialisten von RSR nochmal Hand an die Nippon-Rakete. So angekommen bei den RSR-Jungs, die wirklich nur einen Steinwurf von der Nordschleife entfernt sind und deren Hilfe brauche ich jetzt. Christian, grüß dich. Servus Patrick, welches Gerät bringst du denn in die Eifel? Ja, das ist der neue Nissan GT-R und den müssen wir richtig nordschleifenfit machen. Das heißt Reifen, Fahrwerk, dass es nach vorne geht. Machen wir. Ja. Die Jungs stehen bereit. Wunderbar, dann würde ich sagen, rauf auf die Bühne und lasst mal die Schlagschraube wirbeln. Auf geht's. Super. Zusammen mit Dunlop entwickelte Nissan neue Pneus für den GT-R. Getestet? Natürlich, auf der Nordschleife. Auch beim Öl überließen die Ingenieure nichts dem Zufall. Ein synthetischer Schmierstoff sorgt für geringere Reibungskräfte. Die Frage nach optimalem Grip beantworten wir mit Semi-Slicks. Auf Temperatur gebracht, verschweißen sie den Nissan mit dem Asphalt. Und auch die Motorelektronik kriegt ihr Nordschleifen-Setup. Nissan GT-R. Auf die Karre waren wir so heiß, dass wir nicht warten konnten, bis Nissan uns einen gibt. Paytech, vielen Dank, dass ihr uns den gegeben habt. Ich passe drauf auf, ich verspreche es euch. Wir haben Semi-Slicks draufgezogen, frisches Öl eingefüllt und jetzt wird gerade noch der Race-Modus draufgespielt. Das funktioniert? Ja. Und jetzt wollen wir gucken, was auf der Nordschleife kann. Ich bin richtig heiß. Supersportler, Nissan und Rekorde, das passt zusammen. Die Vorgänger des GT-R hörten noch auf den Namen Skyline und hatten bis zu 500 PS. In Japan und den USA vergöttert, bei uns leider nicht zu haben. Der neue schon, und er hat schlagende Argumente. Allrad, Transaxle und Doppelkupplung, modernste Technik bändigt das Biest. Einen V6 Biturbo mit 485 PS. Wir gehen ab ins Studio zu Patrick Kamikaze Simon. Das ist schon die ersten Meter mit dem Bonsai-Bomber hier. Keine schlechte Nummer. Das Auto liegt echt wie ein Brett auf der Strecke. Lediglich hier in die langsamen Ecken rein. Ja. In die langsamen Ecken rein. Oh, da ein bisschen untersteuern. Da muss man Acht geben. Da merkt man einfach, wie die Masse dann am Schieben ist. 1750 Kilo. Der Japaner ist kein Leichtgewicht. Lenkung ist schön übersetzt, schönes direktes Verhältnis. Kommt her, lenkt ein, zack, da geht er um die Ecke rum. Lastwechsel hier, auch da. Wenn man unter Zug bleibt, ist er stabil. Zug an der Kette, kein Problem. Schon ab 3200 Umdrehungen meldet der Maschinenraum volle Fahrt voraus. 588 Newtonmeter bedeuten Volldampf.
Beschleunigen mit dem Auto ist wie der Start vom Flugzeugträger. Nicht nur, dass das Getriebe einfach ohne Zugkraftunterbrechung durchhämmert, sondern auch der Sound. Das ist wie eine Turbine. Das zieht einfach durch. Was dadurch ein bisschen verloren geht, ist so dieses Empfinden, so, ja, da kommt jetzt der Druck, sondern es zieht einfach gleichmäßig warm durch. Obenrum, so bei 6,5 wird es dann langsam dünn, da muss man schalten, aber das ist auch kein Problem. Das sechsstufige Doppelkupplungsgetriebe sitzt an der Hinterachse. Transaxle nennen Profis diese Bauweise. Die Kraft auf die Straße bringt das intelligente Allradsystem Athesa. Es schickt bei Bedarf bis zu 50% Richtung Vorderachse. Ein bisschen blöd ist jetzt hier, die Schaltwippe steht fest am Lenkrad. Gerade wenn man so das DSG-Getriebe verleitet ja einen dazu, spät in die Kurve rein zu bremsen, runterzuschalten, während man noch am Einlenken ist. Und durch diese stehenden Wippen am Lenkrad, jetzt würde ich gerne runterschalten, muss ich die Hand lösen, damit ich den Gang runterschalten kann. Da würde ich einfach Wippen, die mit dem Lenkrad mitgehen, bevorzugen. Wenn man sich die Konkurrenz anschaut, Porsche, ja, Ferrari, Lamborghini, das sind alles runde, weibliche Formen, eher zumindest ausgelegt. Das Ding, kantig, kompakt, ja, Attacke, los geht's. Das ist, schaut's euch an. Eine Bitte an alle Damen, jetzt Nägel lackieren oder Hemden bügeln. Lasst eure Männer kurz allein, euch gefällt eh nicht, was ihr hier seht. Der Nissan GT-R ist das Y-Chromosom der Sportwagen-DNA. Schönheit und Anmut sind durchgestrichen im GT-R-Wortschatz. Dieser Blechklumpen ist so feminin wie Feinripp auf Bierplauze. Dicke Hutzen, fette Schlappen, gelochte Brembo-Beißer innen belüftet und eine Theke groß genug für den Partykeller auf Schalke. In 3,6 Sekunden schießt das Teil auf 100, Spitze 314. Und das Beste zum Schluss, dieser Supersportler kostet nur 81.000 €. Der Wippermann hier, rechts den Curb. Auch das schluckt das Auto vom Fahrwerk her. Dank Bilsteindämpfer wunderbar. Und dann mal richtig in den Anker rein, auf die Bremse. Schön dosierbar. Man hat ein gutes Feedback. Das ABS regelt sehr sensibel, ist nicht einfach so grob am Reinstiefeln, sondern sehr feinfühlig, sehr sensibel. Auch wenn man auf Wellen bremst. Also wenn das Auto sehr stark am Hüpfen ist, hat man ein schönes, feinfühliges Setup für das ABS gefunden im Karussell. Wird man durchgeschleudert, egal ob man Nissan fährt oder Porsche fährt. Aber ansonsten lässt er sich sauschön, sauruhig und sau einfach fahren. Man sitzt nicht im Auto, hier Pflanzgarten, hebt das Auto kurz ab, zack, da ist man völlig entspannt. Man sitzt hier drinnen und fährt, als würde man, nicht gerade zum Brötchen holen fahren, aber man ist doch relativ entspannt drinnen. Man hat nicht diesen immensen Stressfaktor, dass man hier auf der Nordschleife jede Runde am Kämpfen, am Kurbeln und am Machen und am Tun ist. Also es ist easy to handle. Es ist schon so ein bisschen wie diese ganze Mimik hier drin ist. Alles so ein bisschen Playstation. Man hat nicht das Gefühl, als würde man hier mit einer Zeit unter 8 Minuten auf der Nordschleife unterwegs sein. Trotzdem, Kids sollten die Finger vom Geschoss aus Fernost lassen und weiter ihre Joypads malträtieren. Ein Sportgestühl aus Leder gibt es beim Nippon Racer serienmäßig. Ordert man die Premium Edition, gibt's auch fetten Sound von Bose. Kostenpunkt für die Vollausstattung 85.200 €. Der GT-R ist ehrlich, sportlich, einfach geradeaus, keine Stilikone. Unser US-Import ist gut verarbeitet, das Ambiente cool, die verwendeten Materialien schon fast Premium. Der Hingucker im Cockpit, ein riesiger Bordcomputer in der Mittelkonsole. 300 Einstellungen lassen sich insgesamt vornehmen. Mäusekino für PlayStation-Junkies.
Ich meine, was echt eine Nummer ist, du kannst hier in deinem Display alles ablesen. Du kannst hier rumswitchen, dann siehst du G-Force, sogar den Bremsdruck, wie viel Prozent Bremsdruck du gibst, wie stark du am Gas wieder bist. Ja? Ich meine, das ist absolut PlayStation. Wenn du das alles bedienen wolltest, würdest du gar nicht zum Fahren kommen hier auf der Strecke. Also das ist lustig, aber dafür brauchst du einen Beifahrer, der das Ganze bedient. Die Daten lassen sich übrigens kinderleicht zu Hause am Computer auswerten. Doch zurück auf die Nordschleife. Ist eine Zeit unter 7 Minuten 30 im neuen GTR drin? Ich muss ganz ehrlich sagen, 7,27, ein Vollprofi, der keine Kinder hat, sich um keine Familie kümmern muss, vielleicht. Ansonsten wird die Luft schon, glaube ich, sehr dünn da oben. Wo oben ist, ist Porsche. Und das seit über 6 Jahrzehnten. Die Zuffenhausen-Formel, Heckmotor, Heckantrieb und Boxerpower. Fertig, Attacke. 1974 pappten die Schwaben erstmals 5 magische Lettern aufs Heck des 911er. Turbo. Einfach, prägnant, selbstbewusst. Der Supersportler aus dem Hause Porsche war geboren. 35 Jahre später und 200 PS stärker setzt der aktuelle 997 Turbo sicherheitshalber auf Allrad. 480 PS Leistung, bis zu 680 Newtonmeter Drehmoment. Der Turbo ist das Alpha-Tier der Autobahn. So, da wollen wir doch mal schauen, was der Platzhirsch, der 911 Turbo auf der Nordschleife, heute so zu bieten hat. Und da wird gleich mal als erstes klar, wie bretthart der Nissan liegt. Also in den Turbo eingestiegen, die erste Ecke eingelenkt, runter in den Hatzenbach und dann ist das schon gleich so. Haben die Känguru-Benzin getankt? Nö, oder? Das ist sehr weich, das ist ein Turbo. Nehmt doch einen GT3 oder nehmt einen GT2. Ja gut, aber die Kampfansage von Nissan war klar, 911 Turbo. Vom Druck, sprich Motor, das ist alte Manier. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie entspannt mittlerweile die Leistungsentfaltung bei so einem Turbomotor sein kann aus dem Hause Porsche. Und Leistung ist eigentlich da, ich sag mal, bis 6.000. Danach fällt es ein bisschen runter, dann merkt man, dass einfach nicht mehr viel Druck kommt, aber bis 6.000 geht das richtig vorwärts. Zwischen 2000 und 5000 Umdrehungen kitzeln die Turbolader mit variabler Turbinengeometrie volles Drehmoment aus dem 3,6 Liter Boxer. Nach 12,5 Sekunden pulverisiert der Turbo die 200. Bei 310 km/h stößt er an seine physikalischen Grenzen. Es ist kein DSG-Getriebe, wir wollten auch keine Tiptronic. Wir haben eine Porsche-typische und einfach präzise schaltbare Schaltbox. 6 Gänge. Und das macht nach wie vor viel Spaß, wobei ich sagen muss, ich habe das einfach genossen. DSG in so einem leistungsstarken Auto kannte ich bis dato nicht. Und man kann schon in viele Ecken reinbremsen und zieht dann ganz locker an der Wippe zweimal und der Gang wird gewechselt. Das müssen wir hier alles noch mit Hand machen. In 3,9 Sekunden beschleunigt der Turbo auf 100. Mit Tiptronic sogar 2 Zehntel schneller. Das ist natürlich im Vergleich zum Nissan alles hier sehr clean, sehr aufgeräumt. Beim Nissan doch verspielt. Da sind Knöpfe am Lenkrad. So viel hat der ganze Porsche nicht am Armaturenbrett. Also das sind schon 2 Welten. Der Porsche Turbo ist ein Vertreter der reinen Sportwagenlehre. Der Fahrer blickt auf klassische Rundinstrumente, dreht gern am Alcantara-Volant und schaltet am liebsten per Hand. Im Vergleich zum Nissan scheint die Zeit stehen geblieben. Und wo der Porsche einfach stärker ist, ist beim Einlenken. Also auf der Bremse, zack, runterschalten, einlenken in die Ecke. Da ist der Nissan stark am Untersteuern, da ist der 11er einfach deutlich stabiler. Beide haben ja einen Sportreifen drauf, also vom Gripniveau über den Reifen kann das nicht argumentiert werden, sondern das ist einfach mechanischer Grip, ist hier deutlich mehr vorhanden als im Nissan. Was man spürt, ist gerade auf der Bremse, da merkt man schon,
dass der Porsche leichter ist. Es sind knapp 160 Kilo, aber auf der Bremse, da wird immer abgerechnet, zumindest wenn es in Sachen Gewicht geht. Und da ist der Porsche einfach stärker. Jedes Porsche-Modell wird auf der Nordschleife geboren. Die Ingenieure haben hier jahrzehntelange Erfahrung. Das zahlt sich aus. Doch ein Aufschlag von 60.000 € gegenüber dem Nissan GT-R ist mehr als happig. Also natürlich stellt sich dann die Frage, ob so ein Porsche Turbo 60.000 € mehr wert ist. Auch in der Spezifikation, wie wir es fahren, mit Sport-Chrono-Paket, mit all den ganzen Dingen verbaut. Und dann den Preis vom Nissan sich anschaut, muss man nüchtern sagen, ich kriege 2 Nissans für den Preis von einem Turbo. Ich könnte einen schwarz und einen silber nehmen. Tja, Patrick, keine leichte Entscheidung. Doch wer ist schneller? Showdown auf der Döttinger Höhe. – 21 Kilometer Nürburgring-Nordschleife und das mit Porsche Turbo und Nissan GT-R ist auf jeden Fall eine ganz lässige Nummer. Aber nicht jedermanns Geschmack. Die Nordschleife sehr speziell. Geradeaus geht's auf der Döttinger Höhe und das Ganze knapp 2 Kilometer. Und da wollen wir es wissen, das Drag Race zwischen den beiden. Turbinen- und Konsolenkultur rüsten sich die Nissanoiden zum Angriff auf das deutsche PS-Establishment. Auf fremdem Grund und Boden greifen sie nach der Krone des Sportwagenbaus, dem Rekord auf der Nürburgring-Nordschleife. Ihre Waffe, der neue Nissan GT-R. April 2009. Nissans Cheftester Toshio Suzuki fährt im 2010er Modell des GT-R die Fabelzeit von 7 Minuten 27. Der Porsche GT2 braucht 6 Sekunden länger. Zuffenhausen bebt. 180, 190. Hallo? Jetzt kommt der Turbo, 200. Hey, 200, 230, da fährt er mir so davon. Allmächtiger. Bis zur Brücke, vielleicht geht noch was. 250. Komm. Der Vergleich. Zweimal Biturbo, einmal Boxer, einmal V6. Also, geil weggekommen am Start, aber dann oben raus ab 200, da ist der Turbo einfach eine Macht. Mein lieber Mann. Da haut dich doch der Sumo-Ringer um. Die können ja nicht nur Tamagotchi spielen, die können auch ernst machen. Der Nissan bretthart auf der Nordschleife, kein Bumpy, gar nichts. Sensationell und alles völlig easy to drive. Okay, man müsste den Leuten aus Zuffenhausen wahrscheinlich schon das Wasser abstellen, damit die verlernen, wie man richtig Qualm in so ein Auto reinbringt. Der hat mal richtig Dampf an der Kette. Schade, dass es nicht für die Rundenzeit gereicht hat. Warum muss am Nürburgring eigentlich immer gebaut werden, wenn ich hier am Fahren bin? Ich hätte schon gern gewusst, was so die Stoppuhr über den sagt.